Hallo zusammen, hi everyone, ich bin wieder da, ein neues Jahr beginnt. Okay, ich möchte heute mal was Spezielles ausprobieren. Ich habe mir 3 Farben angemischt, und zwar von Las Caux, die Pearl Acryl, also das sind so wie Metallic Farben, das ist Zitrusgelb, die Nummer 201, habe hier das Rot-Violett, die Nummer 206, Entschuldigung, über Kopf lesen, und habe hier dieses Blau, auch Pearl Acryl. Ich kann es nur nicht mehr genau lesen, Arktis Blau oder sowas in der Art, also die Nummer ist 209, falls es euch interessiert. Es sind alles Pearl Acryl Farben, also sieht dann aus wie Metallic. Und einen großen Becher Weiß. Was ich noch gemacht habe, und zwar ganz normale Wollfäden, 6 Stück. Und da zeige ich euch auch gleich, was ich damit mache. Was ich jetzt hier eigentlich erst mache, in die Farben rein, und zwar nehme ich jetzt aber diesmal 3 Tropfen Silikon von diesem 300er Viskosität. Na, komm schon. Also etwas mehr Silikon. Kann auch 4 Tropfen sein, egal. Okay. Rühre das Ganze jetzt mal kräftig um. Weil ich denke, da sollte man lieber ein bisschen mehr Silikon reinmachen wie zu wenig. Und das scheint mir jetzt gerade etwas zu wenig Silikon zu sein. Ihr wisst ja, ich übertreibe es immer gern, aber wenn dann richtig. So. Aber für diese Technik ist es besser, etwas mehr Silikon reinzumachen. Zeige ich euch auch gleich warum. So. Ich ziehe den Becher mal ganz. Okay. Ich nehme jetzt praktisch erstmal 2 Fäden. Die habe ich eigentlich so lang abgeschnitten, dass sie drüber reichen und dass ich noch ein bisschen mehr Platz habe. Und auch wegen dem Eintunken, damit ich sie natürlich etwas außerhalb vom Becher lassen kann. So, die 2 tunke ich jetzt mal ein. Also ich tauche sie praktisch in die Farbe rein, damit es ansaugt. Lasse hier ein bisschen draußen, damit ich es nachher rausziehen kann. Und steche sie praktisch mit meinem Spatel unten rein. Also mal 2 in das Gelb. Na komm schon. 2 in das Rot-Violett. Wirklich schön eintauchen. Und natürlich 2 in das Blau. Also ihr seht, ganz verschwinden lassen innen drin. So, die stelle ich jetzt geschwind zur Seite, weil ich es etwas einwirken lassen will. Und nutze die Zeit und mache meinen Rand ein bisschen mit Weiß außenrum schon mal. Also Weiß, habt ihr es wahrscheinlich schon erraten, gibt die Grundfläche oder die Deckschicht.
So. Mir geht es ja nur darum wieder, dass ich die Kanten etwas bestreiche. Und noch einen kleinen Vorteil hat es auch, wenn ich die Oberfläche etwas bestreiche, kleben diese Wollfäden besser auch auf dem Untergrund und rutschen nicht so hin und her. Jetzt habt ihr vielleicht schon erraten, was ich vorhabe. So. Ich streiche das einfach auch mal schon mal ein bisschen voll. Angerührt alles natürlich mit dem Vinylkleber, weiß von Artist Junior, Gerstecker. So, also ich denke mal, jetzt ist auch alles soweit eingesaugt in diese Wollfäden. Ich putze mir nur geschwind mal die Handschuhe ab. So, und jetzt versuche ich fange mal mit Blau an. Ich versuche jetzt im Prinzip einen Faden rauszuholen, erst, also nicht beide. Wenn ich das schaffe, den anderen etwas festhalten. So. Und jetzt lege ich praktisch den Faden, den eingeweichten Faden, seht ihr, ein bisschen länger. Könnt ihr ruhig Wellen machen. Habe hier praktisch noch den Rest dann übrig, den kann ich nachher wegziehen. Den violetten Faden. Muss nicht bis ganz zum Rand sein. Und jetzt noch, da sieht es etwas verknotet aus. Jetzt habe ich ein Problem mit dem gelben Faden. Schau ich mal, ob ich den anderen erst rausbekomme. Da hat es wie so einen Knoten gegeben. Und den tauche ich aber nochmal geschwind ein, damit mehr Farbe dran hängen bleibt. So. Okay. Jetzt noch die anderen Fäden, das heißt auch diese blaue Faden. Schaue ich mal, ob ich den gelben rausbekomme, ohne dass er einen Knoten hat. Okay. Ich tauche ihn noch mal kurz ein. So. Und dann habe ich noch einen violetten Faden. Ihr könnt natürlich auch mehrere Fäden nehmen oder weniger. Ich muss auch erstmal schauen, was dann rauskommt. Da habe ich auch einen Knoten. Ja, sage mal. So. Das war nicht gewollt, dieser Tropfen. Okay. Ich denke, das reicht trotzdem aus. Die Farben mal weg. Und jetzt schütte ich eigentlich nur das Weiß drüber.
Hoffnung, dass das Weiß auch reicht. Okay, hätte ich fast noch ein bisschen mehr Weiß anrühren können. Schade, eigentlich. Okay, aber gut. Jetzt erstmal der erste Versuch. Jetzt weiß ich, mehr Weiß. Okay. Jetzt nehme ich natürlich die Fäden. Ihr könnt die jetzt natürlich entweder nach oben wegziehen oder einfach zur Seite wegziehen. Ich werde es jetzt erstmal so wegziehen. In diesem Versuch. Könnt ihr natürlich auch ein bisschen hin und her fahren. Habt ihr ja diese String-Technik. Könnt es natürlich auch so machen. Na, also es gibt ja dann auch verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel hier ziehen wir es jetzt auch mal so rum. So, einen habe ich. Na, ich habe noch zwei Fäden. Kommt so rum, kommt es fast besser. Wenn man es nach oben wegzieht. Haben wir noch einen? Der gelbe Faden, genau, oder? Ja. So. Jetzt überlege ich gerade. Ne, ich würde es jetzt kurz mal erhitzen. Normalerweise sollte man noch ein bisschen Weiß haben, wo man einfach das Weiß noch füllt. Kommt es besser. So lasse ich es jetzt ein bisschen laufen, dann verteilt sich es aber auch noch ein bisschen. Beim nächsten Versuch klappt es besser. Ich werde es jetzt ein bisschen erhitzen, um das Silikon nach oben zu bringen natürlich. So. Und jetzt muss ich es ja gezwungenermaßen ein bisschen laufen lassen. Also jetzt seht ihr dann auch, je weniger ihr es laufen lasst, umso bessere Effekte kommen dann raus. Aber gut, ich habe jetzt halt die Qual der Wahl nicht, weil ich muss es laufen lassen. Ich hätte jetzt natürlich auch nochmal Weiß anmischen können, aber soll jetzt erstmal der erste Versuch sein, ob es überhaupt funktioniert. So. Aber ihr seht, ihr bekommt eine dezente, schöne Schicht oben drauf. Und jetzt werde ich dann noch mal kurz mit dem Heißluftföhn erhitzen. Und dann war es das eigentlich schon. Beziehungsweise in meinem Torchbrenner, wie auch immer. So, das war es eigentlich schon. Ihr seht natürlich jetzt hier, da wo es ziemlich viel gelaufen ist, ist natürlich das Blau und Gelb ist schon wieder ins Grün gekommen. Aber gibt natürlich auch einen schönen Effekt. Hier halt, wie gesagt, zu weit laufen lassen. Aber so soll es im Endeffekt dann eigentlich aussehen, dass es solche leichte Linien gibt. Okay.
kann es euch ja mal getrocknet zeigen dann. Wie gesagt, normalerweise weniger laufen lassen und mehr Weiß nehmen. Dann denke ich mal, funktioniert das richtig gut. Okay, ich lasse es mal für 10 Minuten einwirken, dann zeige ich es euch von daheim. Bis gleich. So, bin zurück. Ihr seht, hat sich noch einiges getan. Ist noch ein bisschen verlaufen. Jetzt schauen wir es aber mal von daheim an. Also wie gesagt, hier seht ihr es ja. Blau und Gelb gibt Grün. Weniger laufen lassen ist einfach manchmal bzw. meistens besser. Ich werde es jetzt nochmal machen, werde dann aber auch mehr Weiß anrühren auf jeden Fall und vielleicht ein paar kräftigere Farben nehmen. Ich glaube, meine Kamera flackert schon wieder, so wie es aussieht. Okay. Gut. Erste Bild im neuen Jahr. Passt. Also gut, dann war es das von mir. Gerne abonnieren, wer noch nicht hat. Kostet nichts. Daumen hoch natürlich, wenn es euch gefallen hat. Mal was anderes wieder ausprobiert. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bye.